willkommen! Es ist Oktober, das heißt Halloween rückt näher und passend dazu nähe ich heute ein Monster High inspiriertes Outfit. Und zwar das von Frankie. Warum diesmal ein inspiriertes Outfit und kein originalgetreues Cosplay? Der Grund liegt ein paar Jahre in der Vergangenheit. Ich als Manga-Fan brauchte unbedingt einen Anime-Karo-Rock. Und da ich in keinem Laden einen finden konnte, habe ich angefangen, mir einen zu nähen. Leider die falsche Farbe, denn ich wollte rot. Irgendwann habe ich im Laden einen roten gefunden und hatte keine Verwendung mehr für meinen angefangenen blauen. Und somit ist der auf meinen UFO-Stapel gewandert. Die Farbe stimmt zwar nicht ganz, aber dieses Muster passt ziemlich gut zu Frankies Outfit. Darum ist heute der Tag, wo ich diesen Rock endlich fertigstelle. Also der Rock ist auf jeden Fall mal viel zu lang. Ich werde ihn auch an der Taille ein bisschen enger machen müssen. Hier ist eigentlich meine Taille. Ich glaube, ich wollte damals, dass der Rock tief sitzt. Aber bei einer Sache war ich sehr schlau, nämlich ich habe die Falten geheftet. So sind sie gleichmäßig und gehen beim Nähen noch nicht auseinander. Die Heftstiche werde ich erst ganz am Ende rausnehmen. Mein absolutes Lieblingsdetail an Frankies Kleid ist dieser Tüllunterrock. Deshalb schneide ich als allererstes Streifen aus diesem Tüllrest für einen kurzen Petticoat. Gerade noch rechtzeitig habe ich gemerkt, dass ich für die Ärmel ein bisschen Stoff übrig lassen muss. Die oberste Stufe meines Petticoats nähe ich aus diesem dünnen Polyesterstoff, den ich noch hatte, weil erstens Tüll kratzig ist und zweitens ich nicht genug Tüll für 3 Streifen gehabt hätte. Und das sind die Maße meines Petticoats, falls es jemanden interessiert. Seid mir das, worauf ich mich beim Petticoat am meisten freue. Ich habe dieses Band hier für ganze 2 Euro auf der Kreativmesse erstanden. Und seitdem nie benutzt, aber jetzt habe ich eine richtig tolle Idee dafür, denn mein Petticoat kriegt unten einen Saum mit diesem Band, was ich in der Hälfte falte und dann damit die Kante versäubere. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Stoff zu raffen. Ich wollte alles hier besonders ordentlich haben, deshalb habe ich schön meine 2 Reihen Heftstiche genäht, die ersten beiden Stufen gleichmäßig aneinander gesteckt und dann erst an den Heftfäden gezogen. Auftrennen bei Tüll ist immer richtig blöd. Deshalb habe ich mir überlegt, hier den Stoff so auszurichten, dass die linke Seite der Overlocknaht genau auf den linken Heftfaden kommt. Das ist bei mir diese kleine Markierung hier. Und wenn das so funktioniert, wie ich mir das denke, sieht man am Ende keinen dieser beiden Heftfäden mehr und ich muss keinen davon rausziehen. Also es hat nicht überall funktioniert. Hier zum Beispiel ist der Stoff wieder verrutscht. Aber ich finde, es ist gut genug und ich lasse das so. Und jetzt kommt nochmal genau das gleiche für die dritte Stufe, nur dass ich vorher noch einen Tunnel für das Gummiband nähe. Jetzt kommt das Gummiband rein. Die erste Sicherheitsnadel ist meine Einfädelhilfe und die zweite hält das andere Ende des Gummibands fest, damit es nicht im Tunnel verschwindet. Und tschüss, Verbindungsstelle. Es sieht einfach mal genauso aus wie bei Frankie. Die Art und Weise, wie der Petticoat so nach außen rausgeht und nicht einfach nur langweilig nach unten hängt. Es ist tatsächlich Zufall, dass mein Petticoat so geworden ist. Ich kann es mir nur so erklären, dass es davon kommt, dass ich hier diesen Streifen unten dran genäht habe. Denn der gibt dem Saum nochmal eine extra Stabilität, der die Büschen, in denen das Feld größer werden lässt. Aber damit ist schon klar, das muss ich beim Rock darüber genauso machen. Das heißt, ich muss irgendwas in den Saum nähen, was Stabilität gibt. Ich habe in einem Video von Bella May, von ihrem unglaublich coolen Cinderella-Kleid, gesehen, dass sie Angelschnur in den Saum genäht hat. Ich glaube, ich muss Angelschnur kaufen gehen. Oh, und noch was. So schade es um meine ganze Arbeit hier ist, die ich schon gemacht habe, aber ich werde diesen Rock doch auseinandernehmen, denn ich möchte mehr Falten haben und ich möchte größere Falten haben, als es hier der Fall ist. Also muss ich es doch nochmal neu machen. Yay! Tschüss, ihr schönen Falten, die ich aufwendig gelegt habe. Für dieses Projekt habe ich zum ersten Mal versucht, ein Schnittmuster selber zu drapieren. Und ich sag euch eins, das ist nicht so einfach, wie es in diesen ganzen YouTube-Videos aussieht. Oh, hier ist mein Teststück und ich muss noch einiges anpassen, vor allem hier. Und da ist die Kante nicht gerade. Mein Teststück Nummer 2 ist besser, wenn auch noch nicht perfekt. Ich habe 3 Teststücke gebraucht.
Erst das 3. Teststück hat mir gepasst. Dann endlich konnte ich meinen schönen Stoff zuschneiden. Und zwar so, dass sich das Muster fortsetzt. Die Querlinien sind nach dem Nähen immer noch auf der gleichen Höhe. Ich habe es geschafft, das gesamte Oberteil aus diesen Resten zuzuschneiden und habe jetzt die gesamte Länge von diesem Streifen für den Rock. Der Rock wird ungefähr so lang, etwa 20 cm. Und morgen gehe ich als allererstes Angelschnur kaufen. Also wie sich herausstellt, ist Angelschnur gar nicht so leicht zu kriegen, wie ich dachte. Im Baumarkt habe ich zumindest keine gefunden, also dachte ich, probiere ich doch erstmal mit dem zu arbeiten, was ich schon habe. Ich habe hier Perlonfaden. Das ist doch auch nichts anderes als Angelschnur, wenn auch halt ein bisschen dünn. Aber wenn ich 3 Fäden statt einem in den Saum nähe, dann habe ich doch auch fast das gleiche wie 1 mm dicke Angelschnur, oder? Hier habe ich ein Teststück genäht mit 3 Lagen Perlonschnur und das funktioniert. Seht ihr die schönen großen Falten, die das wirft? Vom Verbrauch her wäre das natürlich bestimmt billiger, die Angelschnur zu nehmen und nicht die 3-fache Länge von dem. Aber warum kaufen, wenn man es schon da hat? Los geht's mit meinem Rockstreifen, den ich versäubere und dann zu einem Ring nähe. Und dank des Musters muss ich das nicht anzeichnen. Haha. Dann habe ich den Saum umgefaltet und dabei die Nylonschnüre mit eingefasst. Damit es an der Verbindungsstelle keinen dicken Wulst gibt, habe ich sowohl die Anfänge als auch die Enden der Nylonfäden nacheinander abgeschnitten und sie dann so übereinander laufen lassen. Ich hoffe, das erkennt man hier, was ich meine. Im Saum ist der Perlonfaden. Oben sind meine 2 Heftstiche. Zeit, alles zusammenzusetzen. Jetzt geht die Magie los. Heftfäden, yay. Das wird super. Vielleicht ein bisschen viel Stoff. Mal gucken. Ist das cool? Aber es ist definitiv ein Stehkleid. Viel mehr kann man damit nicht machen. Ich kann mich hier auch nicht drehen, auch wenn ich gerne würde, aber der Rock. Wir müssen reden. Und zwar über den Kragen. Mein ursprünglicher Plan war, mich um den Kragen zu drücken, indem ich eine Bluse gebraucht kaufe, da drunter nähe und dann den Rest abschneide. Problem: Blusen haben hier meistens diese Passe. Und unten drunter liegt dann der Stoff manchmal hier auch noch in der Kellerfalte. Und ich weiß genau, das würde mich stören beim fertigen Kleid. Was macht diese Naht hier? Warum ist der Stoff hier in Falten gelegt? Hä? Und darum ist heute der Tag, wo ich tatsächlich lerne, wie man Kragen näht. Wie man Kragen näht, wie man Kragen näht. Ich habe hier dieses Schnittmuster von Petitoo. Dazu gibt es ein richtig gutes, ausführliches Anleitungsvideo. Damit schaffe ich das bestimmt. Das erste, was ich gemacht habe, ist das Schnittteil für die Passe an das Schnittteil für den Rücken dran zu kleben. Und jetzt nähe ich den Kragen einfach nach Anleitung. Den Link zum Anleitungsvideo und dem Schnittmuster habe ich dir in die Videobeschreibung gepackt. Und ich bin nicht gesponsert, falls das irgendwen interessiert. Bin aber nicht so zufrieden mit meinem Kragen, denn ich habe das falsche Bügelvlies verwendet. Mein Bügelvlies ist viel zu fest und jetzt knittert der Stoff hier so. Und jetzt hoffe ich, dass ich das irgendwie noch retten kann. Ich werde hier eine Ziernaht hinzufügen und zwar mit dem dicksten Garn, das ich in meinem Vorrat finden konnte. Lenkt es tatsächlich von den Knicken ab? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist es sowas von schön geworden. Und ich habe mir einen Trick überlegt, wie ich diese Stiche richtig gleichmäßig hinbekomme. Und zwar habe ich hier meine weiße Hilfsnaht, die ist nicht nur meine Linie, auf der ich nähe, sondern ich zähle die Stiche. Ich überspringe immer 2 Nähmaschinenstiche und dann steche ich entlang des 3. Und immer so weiter. Und man sieht danach nicht mehr, dass hier mal eine Nähmaschinennaht war. Aber diese Knicke. Wenn ihr nach diesem Schnitt näht, kauft euch bitte das richtige Bügelvlies. Wow, das ist richtig gut geworden. Ich bin so stolz auf mich. Und jetzt reden wir mal über die Ärmel. So wie es ist, kann ich die Ärmel aber noch nicht einnähen, denn der Blusenschnitt ist nicht dafür gemacht, hier so eng zu sein, wie ich ihn eigentlich brauche fürs Kleid. Das heißt, eigentlich müsste ich hier irgendwie ein neues Ärmelloch
machen und ich weiß, sowas geht schief. Darum habe ich beschlossen, um es unkompliziert zu machen, nähe ich jetzt erstmal diesen Blusenschnitt genauso wie er gedacht ist. Und alles, was dann hier hinten noch zu viel Stoff ist, werde ich in 2 Abnäher legen. Und dann ist gut. Ein Ärmelschnittmuster selber zu erstellen, ist verdammt schwierig. Aber ich habe mir was überlegt, wie ich aus einem vorhandenen Ärmelschnitt einen Puffärmelschnitt kriege. Dafür zerschneide ich den Ärmelschnitt und zwar am höchsten Punkt dieser Rundung. Beim Zuschneiden kann ich dann quasi das Schnittteil so in die Länge ziehen. An den Seiten schneide ich jetzt mein Ärmelteil nach Schnittmuster zu, denn unterm Arm soll es wie ein normaler Ärmel liegen. Aber in der Mitte muss mein Schnitt höher werden, damit der Puffärmel Volumen bekommt. Und ehrlich gesagt habe ich einfach auf gut Glück eine Kurve erfunden, so groß wie mein Stoffrest das halt hergegeben hat. An die Unterkante der Ärmel kommt jetzt noch ein schwarzer Streifen. Der wird rechts auf rechts festgenäht, zweimal umgeschlagen und dann knappkantig angesteppt. Im Grunde genauso wie ein Binding mit Schrägband. Und als letztes ziehe ich noch ein Gummiband durch. Mir gefiel allerdings nicht, wie der Ärmel fällt und der schwarze Streifen am Arm anliegt. Darum habe ich alles nochmal neu gemacht mit einem breiteren Gummiband. Ich werde den Ärmel jetzt an den Seiten ganz normal dran nähen. Und in der Mitte, da wo ich auch den Schnitt verlängert habe, werde ich den Tüll dann zusammenraffen. So, irgendwie. Das ist jetzt natürlich auch nicht der Ärmelschnitt, der zu dieser Bluse gehört. Aber ich denke, es wird funktionieren, weil man bei Puffärmeln so ein kleines bisschen Spielraum hat. Diese offenen Tüllkanten sind sehr kratzig, deshalb fasse ich sie noch mit Schrägband ein. Ich habe hier das Kleid an den Bluseneinsatz gesteckt. Hinten habe ich echt eine ganze Weile rumprobiert und ich habe es nicht hinbekommen, ordentliche Abnäher zu stecken, weil einfach das Kleid so super eng auf der Schneiderpuppe sitzt. Jetzt habe ich beschlossen, ich mache mehrere solche Falten. Ich werde jetzt das Ganze einmal selber anprobieren und wenn es mir auch passt, nähe ich es so fest. In die linke Seitennaht kommt jetzt noch ein nahtverdeckter Reißverschluss. Den ganzen überschüssigen weißen Stoff habe ich abgeschnitten und jetzt fixiere ich die Nahtzugaben mit einem Hexenstich. Fast fertig! Diese noch sichtbare Stoffkante verstecke ich jetzt noch unter einer wunderbaren Häkelspitze. Eine meiner Lieblingsfunktionen bei meiner Nähmaschine ist die Knopflochautomatik. Man muss nur den Knopf in den Nähfuß einspannen und dann kann man zuschauen, wie die Maschine ein perfektes Knopfloch näht. Das macht so viel Spaß. Und Knöpfe annähen kann sie auch, aber das geht mit jeder Nähmaschine. Du musst nur den Stofftransport versenken und mit einem Zickzackstich in der richtigen Größe nähen. Ich bin total begeistert, wie schön mein Frankie-inspiriertes Kleid geworden ist und vor allem auch wie originalgetreu. Mein Design hat allerdings einen Schwachpunkt, und zwar, dass sich das Kleid schwierig an- und ausziehen lässt. Der seitliche Reißverschluss geht nur bis zum oberen Ende des blauen Stoffs und dann habe ich für meinen Kopf noch die Knopfleiste vorne und ich muss da irgendwie so reinkriechen und rauskriechen. Ich wusste allerdings nicht, wie ich es sonst konstruieren soll. Wenn du eine gute Idee hast, lass es mich in den Kommentaren wissen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du dabei warst und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Mein Ellbogen. Aua!